Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. So, here's what the Bible is teaching us. Genau das lehrt uns die Bibel, That Jesus will come back at the final stage. dass Jesus in der Endphase wiederkommen wird. Then the kingdom will be handed over to the Father. Dann wird das Reich dem Vater übergeben. But until then, he wants to reign through you. Aber bis dahin will er durch dich regieren. So here's a very simple question. Hier ist also eine ganz einfache Frage. Is he reigning through you right now? Regiert er jetzt gerade durch dich? Because he cannot reign this earth unless it is through people. Denn er kann diese Erde nicht regieren, wenn er es nicht durch Menschen tut. It's pretty simple. Es ist ziemlich einfach. The earth has been given to people. Die Erde wurde den Menschen gegeben. Therefore, the devil and Jesus can only reign through people. Deshalb können der Teufel und Jesus nur durch Menschen regieren. And the sad thing is Das Traurige daran ist, that many times that the people who are non-Christians and obey the thoughts of the devil, dass die Menschen, die keine Christen sind und den Gedanken des Teufels gehorchen, they are reigning much more aggressively than the people do who belong to Jesus. oft viel offensiver regieren als die Menschen, die zu Jesus gehören. Let me give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. The people who promote homosexuality, they've no problem promoting their agenda. Die Menschen, die Homosexualität fördern, haben kein Problem damit, ihre Agenda zu propagieren. Many Christians almost apologize for saying homosexuality is sin. Viele Christen entschuldigen sich fast dafür, dass sie Homosexualität als Sünde bezeichnen. It's time for us Christians to stand up and truly exercise our God-given authority. Es ist an der Zeit, dass wir Christen aufstehen und wirklich unsere von Gott gegebene Autorität ausüben. The people who follow the devil, they exercise authority and promote greed. Die Menschen, die dem Teufel folgen, ergreifen seine Autorität und treiben Habgier voran. We should exercise authority and promote generosity. Wir sollten die Autorität von Jesus ergreifen und uns für Großzügigkeit einsetzen. Jesus wants to rule through you and through me. Jesus will durch dich und durch mich regieren. So all we have to do is to be surrendered to him, Alles, was wir tun müssen, ist, uns ihm hinzugeben, to believe that he lives in us, zu glauben, dass er in uns lebt, to believe that he's alive right now today and wants to exercise his rule on this earth through you. zu glauben, dass er jetzt gerade lebt und seine Herrschaft auf dieser Erde durch uns ausüben will. And then surrender your body to him so he can actually rule through you. Wir überlassen ihm unseren Körper, damit er tatsächlich durch uns herrschen kann. Bring love where there is hatred. Wir bringen Liebe dorthin, wo es Hass gibt. Bring healing where there is sickness. Wir bringen Heilung, wo es Krankheit gibt. Bring prosperity where there is poverty. Wir bringen Wohlstand, wo es Armut gibt. Bring kindness when there is abuse. Wir bringen Güte und Zärtlichkeit, wo es Missbrauch gibt. All day long, Jesus would like to reign through you. Den ganzen Tag über möchte Jesus durch uns herrschen. That's what the Bible is telling us. Das sagt uns die Bibel. But look what it says. Schau, was die Bibel sagt. That there will come a day Es wird der Tag kommen, when every other rulership, authority, and power will come to an end. an dem jede andere Herrschaft, Autorität und Macht zu Ende sein wird. It will come one day. Es wird eines Tages soweit sein. And until that day, Bis zu diesem Tag, that's what he literally says in verse 25. so heißt es wortwörtlich in Vers 25, Until the final day when God says, I will take over rulership again. bis zu dem endgültigen Tag, wenn Gott sagt, ich werde die Herrschaft wieder übernehmen. Until that day, the king needs people in his kingdom to reign for him. Bis zu diesem Tag braucht der König Menschen in seinem Reich, die für ihn regieren. It's so sad when Christians are passive. Es ist so traurig, wenn Christen passiv sind. Let me say something here. I really don't like to position myself in this area, but I will. Ich sage dir etwas. Ich möchte mich in diesem Bereich eigentlich nicht positionieren, aber ich werde es tun. Many Christians have the idea, which in my understanding doesn't make sense, Viele Christen haben die Vorstellung, die nach meinem Verständnis keinen Sinn macht, that the way Christians rule is through the political system. dass Christen durch das politische System regieren. But I don't think that makes any sense, Ich denke, das macht keinen Sinn. because that's the kingdom of this world. Denn das ist das Reich dieser Welt.
This is not our kingdom. Das ist nicht unser Reich. How do we think that through a political system we can extend the reign of Jesus Christ? Wie können wir glauben, dass wir durch ein politisches System die Herrschaft Jesu Christi ausweiten können? Wherever I've seen that in this earth, it has never worked well. Wo immer ich das auf dieser Erde gesehen habe, hat es nicht gut funktioniert. But then if we don't reign through the political system, how do we reign? Aber wenn wir nicht durch das politische System regieren, wie können wir dann regieren? It's not really that complicated. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Go into a place where there's destruction and bring restoration. Geh an einen Ort, an dem Zerstörung herrscht und bring Erneuerung. I have 2 students of my school of the prophetic and supernatural Ich habe 2 Studenten an meiner Schule des Prophetischen und Übernatürlichen, that went into a country where there is war right now to bring the reign of Jesus Christ. die in ein Land gegangen sind, in dem gerade Krieg herrscht, um die Herrschaft Jesu Christi zu bringen. Go to the places where people are poor and go and change that. Geh dorthin, wo die Menschen arm sind und ändere es. Feed the poor, Ernähre die Armen, clothe the naked, bekleide die Nackten, restore the broken, stell die Zerbrochenen wieder her and exercise the authority of Jesus Christ. und übe die Autorität von Jesus Christus aus. Every single time when love is expressed in true actions, that's when Jesus reigns. Jedes Mal, wenn die Liebe in echten Taten zum Ausdruck kommt, dann regiert Jesus. Now, I understand that the gospel must be preached. Yes, of course I understand that. Ich verstehe, dass das Evangelium gepredigt werden muss. Ja, natürlich verstehe ich das. But the sad thing is that many people think that the preaching of the gospel, that's already enough. Aber das Traurige ist, dass viele Menschen denken, die Verkündigung des Evangeliums sei schon genug. No, if the gospel doesn't have actions and doesn't change people's life practically, then it's not enough. Nein, wenn das Evangelium nicht durch Taten zum Ausdruck gebracht wird, wenn es das Leben der Menschen nicht praktisch verändert, dann ist es nicht genug. It's nice that these people go to heaven one day, but it's not reigning. Es ist schön, dass diese Menschen eines Tages in den Himmel gehen, aber das ist kein Herrschen. And the Bible is saying that Jesus has to reign. Die Bibel sagt, dass Jesus regieren muss. And this is what he's waiting for right now, to reign through you. Er wartet jetzt darauf, durch dich zu herrschen. Why don't you do this? Warum machst du nicht einfach Folgendes? Why don't you spend some time today quietly Warum nimmst du dir heute nicht ein wenig stille Zeit? and take a piece of paper and a pen Nimmst ein Blatt Papier und einen Stift and say, Lord Jesus, where do you want me to reign? und fragst, Herr Jesus, wo willst du, dass ich herrsche? Or you can say, where do you want to reign through me? Oder du kannst fragen, wo willst du durch mich herrschen? I will make myself available right here Ich werde mich genau hier zur Verfügung stellen, that you can express yourself through me. damit du dich durch mich ausdrücken kannst. And then do what it tells you to do. Und dann machst du das, was er dir sagt. You will be surprised. Du wirst überrascht sein. See you tomorrow. Bis morgen.